Kreativität ist wohl ein Bedürfnis in jeder Lebenslage, in jeder Situation. Und wenn man es ausleben kann, ausdrücken kann, kann es den Menschen was bringen. Hallo, ich bin Sebastian von Artist Travel und das ist meine linke Hand. Heute gibt es was Besonderes aus Bayern. Wir sind in Aschau am Chiemsee und treffen hier einen Mann, der seit vielen Jahren bei uns Dozent ist und den ganz Deutschland kennt. Klaus Hipp ist hier mit mir zusammen und unterhält sich über seine Tätigkeit als Dozent für uns, über abstrakte Malerei und über die Kunst im Allgemeinen. Ganz besonderes Gespräch, besonderer Mensch. Ich freue mich drauf, euch hier in Bayern mitzunehmen. Ja, Herr Hipp, willkommen in Ihrem eigenen Atelier. Ist schön, Gast bei Ihnen sein zu dürfen heute. Ich komme als der Gründer von Artist Travel und ich freue mich, dass Sie seit vielen Jahren, kann man sagen, mittlerweile für uns Kurse geben. Wir beide haben uns aber noch nie miteinander unterhalten. Das ist das allererste Mal seit Jahren. Sie sind ein besonderer Mensch. Sie haben unheimlich viele Interviews schon gegeben und ich habe mich bemüht, Fragen für unsere Zuschauer rauszusuchen, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich mit Ihnen und der Kunst beschäftigen und mit Ihrem Lehren der Kunst beschäftigen, weil alles andere ist schon gesagt. Herr Hipp, erste Frage gleich zu unserem Umfeld, in dem wir hier sitzen. Ist das Umfeld für Sie wichtig bei der Malerei oder ist Ihnen wurscht, egal wo Sie malen? Das Umfeld ist schon wichtig, denn ein gewisser Prozentsatz Stimmung befördert die Arbeit. Und hier ist die Stimmung gut, es ist einmal viel Platz. Ich habe nirgends so viel Platz wie hier, wenn ich da in Hohenaschau bin. Das ist ja die alte Orangerie vom Schloss. Also man hat hier die Zitrusbäume überwintert und die Palmen. Und dann später war es mal ein industriell genutzter Raum. Und jetzt können wir ihn für Kurse benutzen. Es ist sehr viel angenehmes Licht hier, keine direkte Sonne und viel Platz. Ja, es ist ein wunderbarer Raum. Ich darf hier selber Kurse geben und ich muss sagen, ich beneide Sie darum. Ich beneide Sie besonders um diesen Raum hier. Kommen Sie einfach öfters, dann haben Sie ihn auch. Mache ich gerne. Eine Frage vielleicht, um von Ihrer Tätigkeit als Unternehmer überzuleiten zur Kunst. Sie haben mit 29, da waren Sie dabei, schon Kunst zu studieren, haben Sie das Familienunternehmen übernommen. Sie haben das gerne gemacht, Sie sind im Unternehmen aufgewachsen, also Sie haben das Unternehmen übernommen, aber Sie hatten schon ein Kunststudium begonnen und Sie haben die Kunst während der Tätigkeit als Unternehmer, die bestimmt anstrengend gewesen ist, nie ganz gelassen. Sie haben es immer mitgemacht. Was hat Ihnen die Kunst über das Unternehmersein hinaus gegeben? Also ich bin Nachfolger in einer Reihe von Künstlern meiner Vorfahren, väterlicher und mütterlicherseits. Irgendwie steckt es im Blut und ich habe es immer gern gemacht und mit Freude und habe jetzt Freude, dass meine Enkel auch malen. Ehrlich, ist so, ja. Ja. Und die Kunst erfordert schnelle Entscheidungen, ja, nein. Das stimmt. Eine falsche Entscheidung kann alles kaputt machen. Und im Geschäft ist es genauso. Man muss schnell entscheiden, nach Möglichkeit richtig. Hat sich Ihr eigenes Schaffen, also Ihr eigenes Werk, über die Zeit verändert? Wenn Sie auf 29 zurückblicken, uns heute anschauen, haben Sie heute andere Motive, andere... Ich denke heute immer mehr an meine Lehrer, an die Grundsätze, die die gepredigt haben, die ich vielfach auch selbst erst erfahren musste und bin bestrebt, aufs Wesentliche immer wieder zurückzukommen, einfacher zu werden, nichts dem heiligen Zufall überlassen, das ist ja der Patron der Maler. Ist es so, der heilige Zufall. Ja.
jetzt ist es ja, wir sehen im Hintergrund ein bisschen was von Ihnen und die Kamera schwenkt es jetzt gerade auch ab, während wir sprechen, Ihre eigenen Werke. Gegenstandslose Malerei ist Ihr Thema. Haben Sie jemals überhaupt gegenständlich gemalt, nach der Natur gemalt? Ich habe gegenständlich gemalt und mache es auch heute noch, vor allem Aquarelle, aber die zeige ich nicht. Die schenke ich meinen Kindern und die liegen irgendwo rum. Aber es ist wie in der Musik die Etüde, die einfach zur Fertigkeit dazugehört. Insofern ist es eine gute Disziplin, auch nachprüfbar zu malen. Die Tätigkeit als Lehrender, und das machen Sie ja mit jungen Menschen, mit Studenten aus Georgien, glaube ich, und Sie machen es mit älteren Herrschaften hier in diesem Platz zum Beispiel. Was gibt Ihnen das? Das müssten Sie ja nicht tun, das ist anstrengend. Es ist ja nicht einfach, so einen Tag als Lehrer durchzustehen, das weiß ich aus meinen eigenen Kursen. Was gibt Ihnen das? Warum machen Sie das? Was treibt Sie da? Warum spielt einer simultan Schach? Ich verstehe die Frage nicht, Herr Hipp. Erklären Sie es mir. Ich habe ja dann an mehreren Staffeleien gleichzeitig Entscheidungen zu treffen. Und ich muss den Menschen helfen, Wege zu finden, wie sie da rauskommen. Insofern ist es schon spannend, zugleich mehrere Dinge zu machen oder auf mehreren Klavieren zu spielen. Das verstehe ich gut. Also es ist eine erhöhte Anforderung, sagen Sie eigentlich, ne? Ja, und nachher ist man besser. Sie selbst auch, also man lernt auch von den Schülern sozusagen, ja? So, jetzt haben wir eine Frage, die mich schon interessiert, seit ich von Ihren Kursen gehört habe. Also das ist jetzt 5, 6 Jahre, die Sie mit uns arbeiten. Und ich habe immer wieder aus Ihren Kursen gehört, der Herr Hipp, der legt zu viel Wert auf die Grundlagen, aufs Aufziehen der Leinwand und als Anmischen der Farben, der bringt sogar das Zeug mit. Warum ist das so wichtig für Sie? Kann ja alles fertig kaufen, kann ja zum XY Man kann alles gehen. fertig kaufen, aber ich habe es bei meinem Meister gelernt, alles selbst zu machen. Und es schafft eine gewisse Beziehung. Leonardo da Vinci hat mal gesagt, das Schlimmste für ihn ist eine weiße Fläche ohne Schimmel. Und eine gekaufte Leinwand muss auch erstmal bearbeitet werden, damit man weiterkommt. Wenn einer aber die Leinwand grundiert hat, gespannt hat, dann hat er gleich eine Beziehung dazu und weniger Hemmungen. Theoretisches Wissen ist schon auch zuträglich. Es gibt halt viele Tricks, die auf diese Weise vermittelt werden. Ja, also ich fand das immer sehr schön. Rotfarbtöne viel langsamer trocknen als anderes, dass man da Weiß dazu mischt, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, oder dass Schwarz dunkler wird, wenn man Rot dazu mischt. Also so Kleinigkeiten. Die kann man bei der Gelegenheit schon beibringen. Ja? Die kann man beibringen. Und es hat auch etwas, glaube ich, mit der Versenkung in den Kurs zu tun. Also wenn die Leute ankommen, die kommen ja oft aus dem Umfeld, wo sie gearbeitet haben oder was weiß ich. Also die brauchen ja alle auch ein bisschen Zeit. Sie brauchen gleich ein Erfolgserlebnis am Anfang. Und das sind Arbeiten, die jeder kann. Und was das Anmischen von Farben angeht, sie sollen auch lernen, wie eine Farbe entsteht, welche Bindemittel es gibt und wie das wirkt. Was Deckendes, was Lasierendes und all die Dinge. Gibt es ein schönstes Erlebnis an, wenn ich Sie jetzt frage, als Dozent, in Ihrem Leben als Dozent, wo Sie sagen, das hat mein Herz berührt oder da hat es in einem Kurs mal Klick gemacht, was Sie erinnern, was Sie mit sich rumtragen, wo Sie sagen, das war schön? Schön ist, wenn die Leute Danke sagen. Ja. Ja, und das merke ich dann schon, dass sie freudig sind und dass sie glücklich sind, wenn sie über sich hinauswachsen, selbst wenn ich ein bisschen mitgepfuscht habe. Aber das vergessen sie. Malen Sie rein? Sind Sie einer, der direkt reinmalt? Das kenne ich aus meinen Kursen. Manche mögen das ja nicht. Oder fragen Sie? Ich frage vorher und dann gehe ich aber nur, wenn sie ganz verzweifelt sind. Wenn Sie haben ja schon gesagt, mit der Materie sich beschäftigen, mit der Leinwand sich beschäftigen, wenn Sie Anfängern einen Rat geben, auch wenn die bei Ihnen aus dem Kurs rausgehen und weiter dranbleiben wollen, ja, was sind die Ratschläge, die Sie in der abstrakten Malerei geben? Ist ja schwierig greifbar. Also ich habe mal für meine Studenten ein Lehrbuch geschrieben in Georgisch, Englisch und Deutsch. Und auf jeder Seite ist nur ein Lehrsatz. Das Größte muss nicht das Wichtigste sein. Ja. Schön. Die größte Form muss nicht die wichtigste sein.
Jetzt sind Sie ein sehr, so habe ich Sie jetzt auch kennengelernt in diesem Interview, als eigentlich ein sehr pragmatischer Mensch, und ich glaube, man hätte die Unternehmerkarriere nicht haben können, die Sie gehabt haben, wenn man nicht auch pragmatisch ist. Jetzt ist ja die Kunst aber etwas, was oft auch die Grenze überschreitet in eine spirituelle Sphäre. Können Sie damit überhaupt was anfangen, oder ist die Kunst reines Handwerk für Sie, oder gibt die Kunst schon mehr als reines Handwerk? Also muss mehr sein als Handwerk, das spürt man auch. Wenn ein Bild keinen Geist hat, dann ist es langweilig. Ja. Und ich gebe den Studierenden immer schwierige Themen, dass sie sich damit auseinandersetzen und mehr anstrengen müssen. Dann mit wenigen Ausnahmen ist das Ergebnis auch entsprechend. Und es ist vielleicht auch, das ist ein schönes Thema, finde ich, die Kunst ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sich mit sehr, sehr komplexen Themen auf eine sehr einfache Art zweidimensional auseinanderzusetzen. Ja. Das ist ein schöner Gedanke. Und zwar haben Sie einmal gesagt in einem Interview, das ich als Vorbereitung gelesen habe, ich muss das jetzt mal vorlesen: In der Kunst gibt es einen begrenzten Wortschatz, der immer wieder kommt. Das ist relativ einfach im Vergleich zu anderen Wissenschaften. Wenn ich das so lese oder als ich es gehört habe jetzt im Interview, habe ich mich gefragt, wertet das die Kunst nicht ab und die Tätigkeit des Künstlers, wenn man das so profan sagt? Begrenzter Wortschatz meine ich jetzt für den Pädagogen oder den Unterrichtenden, dass sich die Texte und die Anforderungen immer wiederholen. Ja. Darum habe ich das Buch auch geschrieben, weil immer wieder das Gleiche kommt. Das ist eine interessante Frage, die Sie da anschneiden, und zwar die Frage der Kunstkritik. Also ist es berechtigt, dass ein Kunstwissenschaftler 100 Jahre später hingeht und interpretiert, was ein Maler wohl gemalt oder gemeint hat? Nicht? Oder ist das nicht berechtigt, weil es so individuell ist, dass ich das gar nicht kann? Also wenn Menschen über ihre Kunst sprechen, fühlen Sie sich wohl, Herr Hipp, oder sagen Sie manchmal, also der hat ja keine Ahnung, was er da schreibt? Mein Lehrer hat gesagt, Arbeitswasser und müsste mal Kritiker werden. Ja, das sagt eigentlich alles, ne? Sagt alles. Die kreative Arbeit, ja, ist das aus Ihrer Sicht ein Grundbedürfnis, also ich sage mal Höhlenmalerei, ja, oder ist es die oberste Stufe in unserer Bedürfnishierarchie und ein Privileg der Wohlstandsgesellschaft? Es ist sicher ein Grundbedürfnis. Dazu auch ein Beispiel von meinem Lehrer Heinrich Kropp, der in Kriegsgefangenschaft geraten war, und sie haben überhaupt nichts gehabt, sind eingepfercht in einen Gitterzaun gewesen, Wind und Wetter ausgesetzt, und er hat sich hingelegt und hat aus Lehm kleine Männchen gemacht und hat sie auf einem Stein aufgerichtet und hat sie beobachtet und angeschaut und war glücklich dabei. Also Kreativität ist wohl ein Bedürfnis in jeder Lebenslage, in jeder Situation, und wenn man es ausleben kann, ausdrücken kann, kann es den Menschen was bringen. Und es ist für mich auch Luxus, gutes Malmaterial zu haben. Stimmt. Ein Mensch, der übrigens mit Künstlermaterial handelt, hat einmal gesagt, und wir leben ja in zumindest schwierigen Zeiten aus Sicht von vieler Menschen, also Ukraine und viele andere Plätze, wo es nicht so toll ist im Moment. Und dieser Mensch, der mit Künstlermaterial handelt und damit sehr erfolgreich geworden ist, auch ein Unternehmer, hat gesagt, schlechte Zeiten sind gute Zeiten für die Kunst. Stimmen Sie ihm zu? Ja, durchaus, weil die Kunst kann auch in schlechten Zeiten ausgeübt werden und ist vielfach ein Ventil in schlechten Zeiten, das mehr zum Durchbruch kommt, als wenn wir vom Luxus zu sehr eingedeckt sind. Es ist eine Möglichkeit, mit einer sehr komplexen Situation, in der wir alle leben, für sich selbst umzugehen, das zu verarbeiten, damit zurechtzukommen, zumindest wenn man eine kreative Ader hat. Kann man es lernen, die Kunst, also, oder ist es einem mitgegeben, einfach? Es ist sicher was mitgegeben, aber 90% ist Schweiß und 10% ist Inspiration. Inspiration, das andere ist Transpiration.
Herr Hüb, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ja. Hat viel Spaß gemacht mit Ihnen. Danke. Sie haben gut gefragt, Dankeschön.